Welche 5 Dinge fallen mir in Brasilien besonders auf? Hi, ich bin Marius und ich bin zum 2. Mal für längere Zeit in Brasilien. Und erstens fällt mir hier auf, dass die Menschen sehr zuvorkommend und freundlich sind. Und sie sind auch neugierig. Sie wollen meistens wissen, wo man herkommt. Und wenn man Portugiesisch spricht, dann ist die Neugier besonders groß und die Freude auch groß, dass jemand diese Sprache spricht. Das Zweite, was mir auffällt, ist das Kulinarische. Also ich mag wirklich brasilianisches Essen, wie auch portugiesisches Essen. Das ist natürlich nicht dasselbe. Ich mag beides sehr gerne. Die brasilianische Küche ist im Norden auch durchaus scharf. Aber nicht unbedingt. Also im Süden, zum Beispiel hier in Curitiba, wo ich bin, wird ganz normal milde Speisen werden hier gegessen. Ja? Und die Küche hier in Brasilien ist auch sehr unterschiedlich. Also die eingeschleppten Sklaven haben ihre eigenen Rezepte mitgebracht, die exotisch sind. Die Italiener, die Deutschen, die Polen, die Franzosen, die hier alle eingewandert sind, haben ihre ganz eigenen Rezepte mitgebracht. Und es gibt hier viele Dinge, Sonhos zum Beispiel, das sind Krebbel oder bestimmte Kuchen, wo den Brasilianern gar nicht klar ist, dass es aus Osteuropa, aus Deutschland, aus Italien kommt. Die nächste Sache, die mir hier auffällt, ist das Stadtbild. In Südamerika sind die Städte nicht so alt wie in Deutschland zum Beispiel oder in Italien, wo wir eben diese alten Stadtkerne haben, mit Burgen aus dem Mittelalter, mit Festungen und Co. Das gibt es gar nicht in Südamerika, weil klar, die Städte eben viel jünger sind. Und das macht die Städte nicht gerade schöner. Also ich muss wirklich sagen, Koblenz, Wiesbaden oder sagen wir mal Köln, diese Städte sind so wunderschön und so besonders, weil sie diese mittelalterlichen oder noch älteren Bauten haben, die dann auch den Stadtkern prägen. Und oft sind dann Fußgängerzonen in der Nähe dort. Und das ist hier halt ganz anders. Hier gibt es dann auch eine Fußgängerzone, aber das ist jetzt nichts Altes oder so. Und das kommt einem dann auch in so einer blockweise gebauten Stadt wie Curitiba viel weniger organisch vor. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Jedenfalls ist alles irgendwie nicht so hübsch wie in Europa. Wir leisten uns natürlich auch sehr viel in Europa und wir leisten uns auch sehr viel teure Stadtplanung, aber es zahlt sich auch aus. Es ist einfach ein Kulturschock schon für mich. Und damit sind wir bei der nächsten Sache, und zwar Nahverkehr. Das ist, was mich am allermeisten in Südamerika stört, ist, dass es in den meisten Städten keine Straßenbahn gibt. Es gibt keine Elektrobusse, wie zum Beispiel in Osteuropa, was auch extrem effizient ist. Also zum Beispiel hier in Curitiba steht in der Fußgängerzone so eine Trambahn, aber das ist wie so eine kleine Bücherei, wo man sich Bücher irgendwie ausleihen kann. Und es gab hier früher mal wohl ein Tramsystem und es wurde abgeschafft. Und dieser Nahverkehr fehlt hier in den Städten. Es gibt hier Busse, die sind laut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da ein Katalysator eingebaut ist. Ja? Also entweder muss man dann Uber nehmen oder sich in den Bus quetschen. Im Sommer natürlich besonders blöd. Oder man läuft halt eine Stunde. Also wenn ich jetzt joggen gehen will zum Stadtpark, dann laufe ich hier eine Stunde. Ein weiterer Punkt ist ein Klischee, was ich ansprechen möchte. Und zwar, dass ja jeder hier in Brasilien Samba tanzt und überall hier Musik gehört wird und so. Also diesen Eindruck habe ich nicht. Ja, ich tanze ja und bin hier auch in der Tanzschule in Brasilien. Und natürlich kann man hier Ballroom-Samba lernen. Man kann auch natürlich generell in Brasilien Samba natürlich lernen. Aber es ist definitiv nicht so, dass die Menschen auf der Straße hier Samba tanzen würden. Das ist in großen Städten wie Sao Paulo oder Rio de Janeiro natürlich anders und das ist natürlich auch regional unterschiedlich. Aber hier in Südbrasilien wird gearbeitet und kein Samba getanzt. Ja. Also das war das eine. Ein weiterer Aspekt, den ich noch mal klären möchte, ist brasilianische Frauen. Dieser Suchbegriff wird jedenfalls laut Sistrix, extrem häufig in Google eingegeben. Und viele Menschen denken einfach, brasilianische Frauen, boah, super gut aussehend und große, schlanke Frauen. Und ich sehe in Brasilien was anderes. Ich sehe in Brasilien das Problem des Übergewichts. Ja. Wir haben in südamerikanischen Städten, aber besonders in brasilianischen Städten, besonders auch in Bahia, wo ich mal eine Zeit lang war, viel mehr Menschen mit gravierendem Übergewicht als in vielen europäischen Städten. Auch in Osteuropa ist es viel besser. Mich erinnert die Situation mit der Gesundheit und dem Übergewicht bei Frauen und Männern hier in Brasilien sehr stark an die Zustände in den USA. Es ist ein lebenswertes Land, ich finde auf jeden Fall. Was ich mir noch wünsche für Brasilien, ohne jetzt jemand Bestimmten zu kritisieren, habe ich den Eindruck, dass das Thema Bildung in Brasilien nicht so gerne auf die Agenda genommen wird. Ja? Also, aber mir fällt schon auf, dass die
allgemein die Bildung, der Bildungsstand allgemein in Brasilien nicht so gut ist wie zum Beispiel im Nachbarland Argentinien oder vielleicht in manchen anderen Ländern. Und es ist seltsam, weil Brasilien ist eines der größten Länder in Südamerika, oder das größte Land in Südamerika. Und bevor ich das erste Mal hierher gekommen bin, dachte ich wirklich, wow, Brasilien, großes Land, haben ein eigenes Unternehmen, was Flugzeuge baut. Ja. Das ist sicher technologisch auch sehr weit fortgeschritten. Wir kriegen ja wenig davon mit. Und ich war wirklich ein bisschen enttäuscht zu sehen, dass doch vieles hier doch recht einfach ist. Also, aber man muss sich, glaube ich, als Land immer international vergleichen. Und ich habe mir schon mehrfach sagen lassen von Familien, wir investieren in das Wissen unserer Kinder und was es in Brasilien dann bedeutet, ist, dass man die Kinder eben auf eine Privatschule schicken muss. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer für die Brasilianer. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Deutschen nimmt, die sind sicher nicht die Schlauesten in der Welt, aber sind auch nicht die Dümmsten in der Welt. Und ich kann es einfach von Deutschland sagen, weil ich ja da aufgewachsen bin mit dem Schulsystem. Naja, in Deutschland gibt es halt schon ein Schulsystem, das sicherlich besser sein könnte und an bestimmten Dingen krankt. Aber jedenfalls als ich zur Schule gegangen bin und wo ich zur Schule gehen durfte, war das ein bisschen anders. Also es war nicht einfach, für mich, es war nicht leicht. Wir haben extrem viel abgedeckt in der Schule, aber damit habe ich vielleicht doch individuell Glück gehabt. Ja, und das geht heute vielleicht auch bestimmten Menschen anders in Deutschland. Also es ist also nie alles so schwarz und weiß. Ich glaube, Brasilien hat wahnsinniges Potenzial. Also das so ein großes Land mit so einer großen Binnennachfrage, aber auch mit einem so großen Supply an Lebensmitteln, Bodenschätzen, Menschen, einfach die Zahl der Menschen, die hier leben, kulturellem Hintergrund und schon die Landfläche, die das Land hat. Ich hoffe einfach für das Land, dass es noch mehr Selbstbewusstsein bekommt und noch mehr in Bildung investiert. Und ja, es ist ein großartiges Land. Also ich bin gerne hier.